Heute stellen wir euch die Behindertenkabine 4295 vor. Das ist eine Innenkabine, barrierefrei auf Deck 4. Aber erstmal unsere Eindrücke vor Ort. Viel Spaß! Wir stehen jetzt hier vor der Behindertenkabine 4295. Das ist eine Innenkabine und die schauen wir uns jetzt mal an. Die Tür geht automatisch auf, muss man hier gar nichts tun und schon ist man drin. Wir haben dann hier den Türöffner für die Türe, die nach draußen führt. Was eben fehlt, ist ein Türöffner für die Badezimmertür. Die bräuchte man eigentlich auch. So, wir öffnen mal die Tür und die geht automatisch auf. Das ist dann schon eine halbe Stunde vorher um 21:03 Uhr. Und sie schließt sich auch wieder automatisch. 3 Stunden später. Der Verträglichkeit. Na? Man sieht das Lichtsignal, dass es geklingelt hat. Und jetzt öffne ich die Tür. Ah ja, wenn man geklingelt hat, dann wird von innen automatisch die Tür geöffnet, wenn man hier drauf drückt. So, wir gucken uns jetzt das Badezimmer an. Die Tür müssen wir allerdings händisch öffnen. Die geht nicht automatisch. Das könnte man sicherlich auch noch automatisch machen. So, es fällt schon mal auf. Das ist viereckig und wir haben keine Duschabtrennung in dem klassischen Sinne von der Glaswand, sondern eine ganz normale ebenerdige Dusche mit Ablauf ringsrum. Man kann hier locker den Rollstuhl reinfahren. Daneben ist die Toilette, ganz normal, aber auch mit Griffen, die man runterklappen kann. Man kann sich da selbstständig auf die Toilette setzen, wenn man noch mit den Armen sich bewegen kann, selbst auf die Toilette gehen kann. Das Waschbecken ist so eingestellt, dass man auch als Rollstuhlfahrer drunter fahren kann. Es gibt auch eine Funktion hier, um das nach oben oder nach unten zu machen. Machen wir aber jetzt nicht. Es ist sehr viel Platz hier im Badezimmer. Handtücher, braun und weiß. So, wir gucken uns jetzt den Kleiderschrank an. Der Tresor natürlich weiter unten, dass man auch als Rollstuhlfahrer drankommt. Ansonsten ist ein ganz normales Fach. Hier der Kleiderschrank. Da kann man den Kleiderbügel runterholen, sodass man auch als Rollstuhlfahrer an seine Jacken kommt. Ein weiterer Schrank, gleiche Funktion. Und auch noch Ablage, hier kann man sogar die Koffer hin tun. Also für diese Kabine hat man ausreichend Schrankkapazität. Allerdings, um das oberste Fach zu nutzen, braucht man natürlich schon, muss man stehen können. Wo sind die Schwimmwesten? Hat der keine? So, daneben ein. Unten. Ah ja. Schwimmwesten sind hier im unteren Bereich dran. Der Schreibtisch ist wie bei allen Kabinen auch im Spiegel, im Föhn, mit Block, das Wasser, Fernseher und der entsprechende Stuhl, den man auch umdrehen kann oder Spielebrett oder Tablett nutzen kann. Da ist also gegenüber der normalen Kabine keine Änderung. Das Doppelbett ist auch klassisch. Und hier hat man auf der Seite einen Bereich, wo man auch mit dem Rollstuhl reinfahren kann und dann übersteigen kann. Allerdings
ist das nur auf einer Seite. Die andere Seite ist klassisch, die kann man also nur ohne Rollstuhl benutzen. Das heißt, es ist im Prinzip nur für einen Rollstuhlfahrer gedacht. Wir haben auf beiden Seiten hier Steckdosen und USB-Anschlüsse. Das hat man auf der normalen Kabine nicht. Da hat man auf einer Seite keine Steckdose und USB-Anschlüsse. Wir haben hier auch noch einen Notknopf, den kann man sich aufs Bett legen. Wenn man diesen drückt, dann kommt jemand von der Besatzung. Hier ist die Klimaanlage, ganz normal, wie bei jeder Kabine. Die ist da drüben auch lautlos. Auch hier muss man sagen, in der Kabine hört man die Motorengeräusche. Das ist also auch nicht lautlos. Die Klimaanlage hört man nicht, aber dafür doch die Maschinen bei der Fahrt. Da muss man mit umgehen können. Was gibt es zu dieser Kabine zu sagen? Erst einmal, eine Behindertenkabine, die barrierefrei ist, kann man nicht direkt über das Buchungsportal buchen. Man muss den Kontakt mit AIDA aufnehmen, dort ein Dokument ausfüllen und erklären, wie behindert man ist man Begleitperson und so weiter. Erst dann kann man so eine Kabine buchen. Vom Namen her sind das ganz normale Kabinen. Nur an der Eigenschaft barrierefrei oder barrierearm erkennt man die Behindertenkabine. Im Decksplan erkennt man die daran, dass sie etwas breiter sind wie die normalen Kabinen. Im Gegensatz zu den länglichen normalen Kabinen sind diese Kabinen etwas breiter, mehr quadratisch, sodass man mehr Bewegungsfreiheit mit dem Rollstuhl hat. Durch die Couch ist diese Kabine auch für 3 Personen geeignet. Barrierefreie Kabinen gibt es natürlich auch in anderen Kategorien, zum Beispiel Balkonkabinen mit automatischer Balkontür. Was diese Kabinen ausmacht, ist die breite Eingangstür und das barrierefreie Bad. Was uns negativ aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass man als Behinderter vom Bett nicht die Kabinentür öffnen kann. Wenn man also Besuch bekommt, muss man aufstehen, um den automatischen Türdrucker zu betätigen. Es ist dadurch schwierig, Besuch zu empfangen. Es gibt auch keinen Schalter für die automatische Öffnung der Türe zum Sanitärbereich. Die muss man manuell öffnen. Bei der Balkontür funktioniert das auch. Ich verstehe nicht, warum das bei dem Sanitärbereich nicht geht. Aber hierbei geht man wohl davon aus, dass man, wenn man so schwer behindert ist, immer eine Begleitperson braucht. Personen, die nicht alleine bei Alarm auf Deck gehen können, müssen immer mit Begleitperson reisen. Bei der Ausstattung hat die Behindertenkabine alles, was auch eine normale Kabine hat. Da gibt es keine großen Unterschiede. In der Kabine hört man deutlich die Motorengeräusche. Hört selbst. Die Bewohner fanden das schon störend und man sollte, wenn man lärmempfindlich ist, diese Kabine nicht buchen oder wenigstens Ohrstöpsel verwenden. Meines Wissens gibt es 27 Behindertenkabinen auf der Nova. Das ist nicht viel. Man sollte also relativ schnell buchen und nicht zu lange warten. Ich hoffe, unser kleines Video hat euch geholfen, auch als Person mit Handicap vielleicht eine solche Seereise zu wagen. Auf der AIDA, speziell hier auf der AIDA Nova, ist es mit Rollstuhl überhaupt kein Problem, solch eine Seereise zu machen.